Keine Aufsätze mehr schreiben, bitte. Was, wieso, tue ich doch gar nicht. Doch. Solange ihr noch nicht klar habt, warum man in der Wissenschaft keine Essays verfasst und was man stattdessen von euch erwartet, fallt ihr voraussichtlich zurück in eure Schulzeit. Denn es geht jetzt um forschendes Vorgehen. Und was das bedeutet, erfahrt ihr in diesem Tutorial. Ich bin Martin Gartler von Forschen lernen jetzt und helfe euch, die nächste wissenschaftliche Arbeit bestmöglich und schnellstmöglich zu erstellen. Warum mache ich das? Weil ich in den letzten gut 20 Jahren schon sehr viele Absolventen begleiten durfte, sogar Doktoranden, die von meiner strikten Vorgehensweise, meinen Tipps und FAQ zum wissenschaftlichen Arbeiten, von meinem Lehrbuch und meinen Kursen profitieren konnten. Also, wenn all das offenbar gut funktioniert, dachte ich mir, dann gibt es doch auch weiter an alle, denen es nutzen könnte. Euch, was ich hiermit tue. Jetzt geht es hier erst einmal ums forschende Vorgehen. Und wie immer gibt es auch diesmal natürlich wieder einen Bonus, also eine Zugabe. Diesmal ein paar Anregungen zum Erreichen der eigenen Ziele. Abschließend wartet natürlich wieder eine Aufgabe auf euch. Es geht um eine klare Haltung, also keine Aufsätze mehr. Keine Erzählungen, keine Behauptungen, keine Essays. Bei GuteFrage.net wollte jemand schon mal wissen, wann wird wissenschaftliches Arbeiten eingesetzt? Als Antwort erschien dort kurz und knapp binnen weniger Minuten: Es wird bei der Forschung eingesetzt. Der Umkehrschluss zu dieser richtigen Antwort lautet: Wenn wissenschaftlich gearbeitet werden soll, muss geforscht werden. Es kann also nicht ein bloßer Aufsatz, ein Essay entstehen. Wissenschaftliches Arbeiten soll daher definiert sein als forschendes Arbeiten. Insofern sei der auch an manchen Hochschulen vorzufindenden Praxis widersprochen, eine wissenschaftliche Arbeit könne gegebenenfalls nach wissenschaftlichen Qualitätskriterien erstellt werden, müsse aber keinen substanziellen Beitrag zur Forschung leisten. Es gibt solche Dozenten, die das so sehen. Auch der Wissenschaftsrat unterstreicht, dass sich gute Forschung durch Relevanz auszeichne, wobei von Relevanz in der Wissenschaft nur dann die Rede ist, wenn tatsächlich ein Forschungsbeitrag geschaffen wird. Aus langjähriger hochschulischer Praxiserfahrung lässt sich festhalten, dass jede wissenschaftliche Arbeit stets eine klare Problemstellung, Zielsetzung und Forschungsfrage benötigt, um ein Ergebnis erreichen zu können. Ansonsten entsteht keine wissenschaftliche Arbeit. Wissenschaftlichkeit wird hier somit nicht als reduziert auf Formales verstanden, wie Gliederung, Zitierungen, Verzeichnisse und so weiter. Und da jeder Forschende gehalten ist, die vorhandenen Erkenntnisse des eigenen Wissenschaftsgebietes einzubringen, fügt er dort seine neue Erkenntnis hinzu und leistet somit einen Forschungsbeitrag, wie hoch oder gering der auch immer von anderen eingeschätzt werden mag. Ja, es geht tatsächlich beim wissenschaftlichen Arbeiten allein ums forschende Arbeiten. Eine Untersuchung steht an also, nicht ein Aufsatz. Eine Untersuchung. Somit geht es nicht allein um formale Merkmale des Forschens, sondern es geht nun um die Substanz. Hier wird geforscht. Dazu werden Grundelemente unerlässlich sein, die in einem logischen Zusammenhang stehen. Problemstellung, Zielsetzung und Forschungsfrage. Diese Grundelemente vertiefen wir in einem der nächsten Tutorials. Nun wieder ein paar ganz persönliche Tipps. Ihr hattet euch dafür entschieden, habt den Weg eingeschlagen, studiert nun, müsst Regularien einhalten und lernen, wissenschaftlich zu denken und zu handeln. Dabei sollen euch ja auch meine Videos helfen. Ihr hattet mit eurer Einschreibung ins Studium sozusagen ein Schiff bestiegen. Ich nehme mal dieses Bild, das nun auf Kurs bleiben wird, bis auch ihr am Ziel angekommen seid. Einer der Schlüssel zum Erreichen dieses Ziels ist es, sich selbst alle Fluchtwege von diesem Schiff zu sperren. Es wäre zum Beispiel verlockend, sich in Sicherheit und Bequemlichkeit zurückzuziehen, wenn Herausforderungen und Schwierigkeiten auftreten. Um zu vermeiden, dass ihr dabei umkehrt und eure Ziele aufgebt, müsst ihr dafür sorgen, dass der Weg nach vorne verlockender ist als der Weg zurück.
Wenn wir ein Ziel anstreben, müssen wir uns wirklich auf das konzentrieren, was wir erreichen wollen und den Impuls vermeiden, zu dem zurückzukehren, was wir von früher her noch kennen und was uns als bequem erscheint. Als der spanische Eroberer Hernando Cortés in Mexiko landete, lautete einer seiner ersten Befehle an seine Männer, die Schiffe zu verbrennen. Cortés war von seiner Mission überzeugt und wollte sich und seinen Männern nicht die Möglichkeit geben, nach Spanien zurückzukehren. Durch den Wegfall dieser Option waren sie alle gezwungen, sich allein darauf zu konzentrieren, wie sie die Mission zum Erfolg führen könnten. Keine Fluchten mehr möglich. Die Ausschaltung eines jeden Fluchtweges ist ein zwingender Grund, sich auf das Ziel zu konzentrieren und weiterzumachen. Es ist wichtig zu wissen, dass Cortés seine Männer zwar die Schiffe verbrennen ließ, nicht aber die Lebensmittel und Vorräte. Schließlich sollte es ja vorwärts gehen. Was euch helfen könnte, fokussiert euch darauf, eure eigenen Kräfte weiter zu stärken. Wenn es um euren Abschluss an der Uni geht, werdet ihr vor allem eines beweisen müssen: Wissenschaftlichkeit. Euer Durchhaltevermögen könnt ihr stärken, indem ihr euch dazu mehr kundig macht. Wie geht man vor, um ein Kenntnisziel nicht durch Tee trinken und Meditation, sondern durch eine gestärkte Wissenschaftlichkeit, durch Methodenkenntnis und kritisches Denken zu erreichen? Bei Forschen lernen jetzt findet ihr online die Angebote dazu, die schon 1000 anderen von euch geholfen haben. Gutes Gelingen! So, fasst nun zusammen, was ich euch vorhin über das forschende Vorgehen gesagt habe. Wozu genau wird es benötigt? Was ist dazu notwendig? Und was habt ihr davon verstanden, was noch nicht? Schreibt es mir gern in die Kommentare und abonniert meinen Kanal, aktiviert dabei auch die Benachrichtigungen, denn mindestens im Wochentakt erwarten euch immer wieder neue Infos und Tutorials per Video, wie dieses. Macht's gut, bis nächsten Sonntag.